Ich sitze hier bereits am See, habe mein Tackle so gut wie vorbereitet. Ich weiß, dieser See besitzt einen guten Brassenbestand von so 600 Gramm Brassen, aber es sind auch Bonusfische zu fangen und die haben gut und gerne 2 Kilo. Und das sind meine Zielfische heute. Ob mir das gelingt, man wird es sehen. Bleibt dran! Die ersten Sonnenstrahlen zeigen sich nun öfters. Das Wasser erwärmt sich jetzt schneller. Zurzeit haben wir, ist immer noch kalt, 6,5 Grad Wassertemperatur, aber gegen letzte Woche, da waren es noch 4,5. Das heißt, der Winterschlaf der Fische neigt sich dem Ende. Sie werden aktiver und fressen nun mehr. Sie ziehen sich allmählich von den ganz tiefen Zonen in die wärmeren Zonen rein, in das Flachere. Nachdem ich meinen Platz ausgelotet habe, entscheide ich mich für eine Angeldistanz von 28 Meter. Dort messe ich eine Tiefe von 8 Meter, genauer gesagt 8,10 Meter. Die tiefen Stellen im See übrigens haben eine Wassertiefe von über 10 Meter. Da die Fische doch nicht so wie im Sommer den Hakenköder ohne zu überlegen einsaugen, entscheide ich mich heute auf die Distanz ausgerichtetes Setup mit einem klassischen Futterkorb. Ich setze bei meiner 3,30 Meter Kastenfeder eine geflochtene Schnur in 009 in Kombi mit ca. 9 Meter Monofiler Schlagschnur ein. Auf meiner NG 3500er Rolle sind dann umgerechnet 4 Umdrehungen drin und den Korb halte ich dabei in der Höhe der Rolle von außen. Die geflochtene hat nahezu 0 Dehnung und zeigt mir jeden Zupfer an. Aus Sicherheitsgründen habe ich noch eine 0,25er Monofiler Schnur, also mit Dehnung, vorgeschaltet, sodass ich einen gewissen Puffer im Drill habe, um den Fisch ja nicht zu verlieren. Die Montage ist simpel gehalten, wie alle meine Montagen. Ein Semi-Freilaufsystem soll mir jeden Zupfer an der Spitze in einen Fisch letztendlich umwandeln. Die Komponenten sehen wie folgt aus. Zuerst ein verstellbarer Gummistopper, dann folgt der Japanese Wirbel in Größe 14. Danach wird noch ein Stopperperlchen auf die Schnur gezogen. Die Perle liegt dann auf den Knoten auf und hält die gesamte Montage an der Stelle fest, dass sie nicht zum Vorfach natürlich rutscht. Zum Schluss wird noch das Schwänzchen, wo das Vorfach eingeschlauft wird, hergestellt. Die Länge hier beträgt 15 cm. Die Freilaufmontage ist auf den kürzeren Bahnen wie heute zu 99% verwicklungsfrei und daher mein Favorit, da man die Bisse viel besser lesen kann. Die Schnur habe ich bei 28 Meter abgelenkt und an der Rolle eingeklipst, dass ich immer auf dieselbe Stelle werfe. Für den Fall, dass ich den Clip wegen einem großen Fisch schnell lösen muss, habe ich die Stelle mit einem Schnurmarker markiert, damit ich die Entfernung danach wieder finde. Zur Fütterungstaktik. Mein Futter ist immer noch dunkel gehalten, da das Wasser noch klar ist und die Fische immer noch vorsichtig auf den Platz kommen. Bei grellem Futter werden sie vom Raubfisch durch ihr helles Schuppenkleid besser erkannt. Und das wissen die Fische aus Erfahrung. Ich entscheide mich daher heute für unser schlichtes, aus der Tüte genommenes
Feeder Allround Black pur. Die groben Partikel habe ich vorher mit einem 2 mm Sieb entfernt. Das macht die Boliden nicht so schnell satt. Als Köderbeimenge kommen nur ein paar Maden Pinky Mix ins Spiel. Aber ich habe auch ein paar Schwimmmaden hergestellt, um das Hakengewicht auszugleichen. Das habe ich bereits zu Hause vorbereitet. Dass diese nicht flitzen gehen, bewahre ich sie in einer Madendose auf mit Fluchtschutz. Diese kommen vielleicht zum Einsatz, um vielleicht die schlauen Fische zu überlisten. Ich füttere zu Beginn 4 Körbe mit insgesamt ca. 10 bis 15 Maden oder Pinkies vor. Dann wechsle ich auf einen kleinen Korb, menge dann nur noch 5 Lebendköder pro Korb rein und danach wird mit Vorfach scharf gestellt. Ich versuche einen Futterrhythmus aufzubauen, das heißt in der ersten Stunde werfe ich alle 10 Minuten raus. Eine Stoppuhr hilft mir da, um ein Zeitgefühl zu haben. In der zweiten Stunde kommt dann die Entscheidung, ob ich bei dem Rhythmus bleibe oder auch länger liegen lasse. Man wird sehen. 50 Minuten sind mittlerweile vergangen. Schade, bisher hat sich leider noch nichts getan. Aber ich gebe nicht auf. Ich bin dennoch zuversichtlich. Das ist oft normal. Man muss gerade beim Futterkorbangeln Geduld haben und vor allem bei den kalten Wassertemperaturen. Oft patrouillieren die Fische an ganz bestimmten Uhrzeiten herum. Und dann muss man zuschlagen. Und siehe da, nach knapp einer Stunde habe ich den ersten Zupfer an meiner feinen 0,75er Carbonspitze gesehen. Ein Fisch ist definitiv schon mal am Platz. Ob Ihnen meine Köderpräsentation zum Anbiss verleiht, man wird sehen. Drückt mir die Daumen. Ich hab jetzt extra noch länger liegen lassen. Es tat sich leider nichts. Ich muss jetzt was verändern und ich denke, ich werde noch feiner gehen. Ich wechsle daher meinen Haken aus. Statt den 14er Leitfeeder gehe ich auf eine Größe kleiner runter, nämlich den 16er. Bestücke jetzt auch nur noch mit 3 Pinkies. Und jetzt bin ich voll fokussiert und motiviert, was sich nun tut. Und siehe da, wieder ein Liner. Die Spitze geht langsam und gleichmäßig rum. Man muss diese Fake-Bisse unterscheiden und ignoriert sie einfach. Aber Fisch ist da. Ich lasse jetzt bewusst noch mal länger liegen. Yes, das scheint ein positiver Biss zu sein. Ja, der Biss, der Anschlag und er hängt. Hoffentlich kann ich den ersten Fisch landen. Die Rute zeigt schon mal ihre perfekte Drillkurve. Nach vorsichtigem Drill und Herzklopfen, hier mein erster Bolide. So kann es gerne weitergehen. Nächster Wurf, Schnur gespannt. Ha, sofort Biss. Anscheinend ist ein Schwarm angelaufen. Ich erhöhe jetzt den Lebendköderanteil von 5 auf 15 Maden und schaue, ob die Bissfrequenz so weitergeht. Ja Leute, meine Rechnung scheint aufzugehen. Erneut ein Brassen eingekeschert. Ich bestücke erneut und bin voll konzentriert auf den nächsten Biss. Das funktioniert heute ausgezeichnet. Muss aber nicht immer sein. Ihr wisst selbst, Angeln ist kein Wunschkonzert. Jetzt wird es sogar monoton. Die Brassen sind voll im Fressrausch und lieben anscheinend unser Feeder Allround Black.
Ich habe mittlerweile noch 4 weitere Brassen landen können und das mit Vorbereitungszeit in 3 Stunden und einen schönen Tag am Wasser verbracht. Ihr habt gesehen, dass die erste Stunde sehr, sehr schwierig war. Es tat sich überhaupt nichts. Dann kamen die ersten Ansätze und dann kam der Schwarm. Nehmt euch das einfach zu Herzen und habt einfach mehr Geduld. Ich hoffe, mein Filmchen hat euch gefallen. So könnt ihr mir gerne ein Like spendieren. Ich sage mal wieder danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Film. Euer MS.